Frühling und Sommer waren für mich die Hölle. Nase wie ein Wasserfall, brennende Augen, Fenster zu. Meine Allergie bzw. mein Heuschnupfen hat mich wirklich im Griff. Du kennst das vielleicht auch oder hast eine andere Allergie. Aber heute treibe ich im Sommer draußen Sport, ohne Tabletten, ohne Cortison, mit 45 Jahren fitter denn je. Big Pharma verdient Milliarden mit den Tabletten gegen deine Allergiesymptome und hat kein Interesse an deiner Heilung, denn mit gesunden Menschen verdient man kein Geld. Meine Lösung kostet nichts, außer etwas Disziplin. Ich habe die 10 erfolgreichsten YouTube-Videos im englischsprachigen und deutschen Raum analysiert. Meine Lösung war nirgends drin, schon gar nicht bei Ärzten. Klar, die verschreiben dir lieber Pillen. Mit gesunden Menschen verdient die Pharmaindustrie keine Milliarden. Bist du auch Leidensgenosse oder kennst einen? Dann bleib dran oder teile das Video mit jemandem, der unter einer Allergie leidet. Meine Lösung bekommst du in diesem Video. Was ich gleich erzähle, hat nicht nur meine Allergie geheilt, sondern könnte auch deine Gesundheit und Fitness komplett verändern. Bis zu meinem 23. Lebensjahr hatte ich gar keine Ahnung, was Allergien überhaupt sind. Kein Witz. Bei meinen Eltern in Xanten gab es immer gesundes Essen von meiner Mama, gekocht, frisch, ausgewogen, perfekt. Ich war topfit, null Probleme mit Allergien oder sonst irgendetwas. Dann kam der Umzug mit 23 nach Dortmund für mein Informatikstudium und alles ging den Bach runter. Kochen war damals und heute leider immer noch nicht mein Talent. Mensaessen, Discounterfraß, Fastfood und natürlich das typische Studentenleben. Partys, Alkohol, ungesunde Ernährung. Innerhalb eines Jahres in Dortmund der absolute Allergiehorror bei mir. Frühling und Sommer wurden zur Qual. Nase wie ein Wasserfall, Augen ständig entzündet, Fenster zu. Ich war praktisch gefangen im Studentenwohnheim. Rausgehen im Sommer, vergiss es. Das Schlimmste, Antihistaminika wie Loratadin oder Cetirizin haben bei mir gar nicht gewirkt. Natürlich verschreiben Ärzte sofort diese Pillen. Big Pharma verdient Milliarden mit diesen Medikamenten, die bei vielen wie bei mir nicht mal richtig wirken und uns als Nebenwirkung noch müde machen. Ein riesiger Markt, der von unseren Allergien lebt. Ich war verzweifelt, führte Ernährungstagebücher, versuchte Kreuzallergien zu identifizieren, alles umsonst. Der konventionelle Allergietest ergab Roggen- und Gräserpollenallergie bei mir. Die Arztlösung: nimm Tabletten und leb damit. Ernsthaft? Das konnte doch nicht alles sein. Ich war überzeugt, da muss es einen Zusammenhang mit meiner Ernährungsumstellung geben. Aber welchen? Damals konnte ich das Muster noch nicht erkennen, bis Hilfe aus einer völlig unerwarteten Richtung kam. Ich wollte das einfach nicht hinnehmen, also habe ich alles versucht, was mir in den Sinn kam. Antihistaminika waren ja schon ein Reinfall, also weiter. Vielleicht, dachte ich, habe ich eine Histaminintoleranz. Ich führte Ernährungstagebücher wie ein Besessener. Jeder Bissen notiert, stundenlang analysiert, Ergebnis leider 0. Kein Muster, keine Besserung. Dann kam ein Studienkollege und guter Freund mit einem Tipp. An dieser Stelle ein Shoutout an Jürgen aus Paderborn. Eine Ärztin aus seinem Heimatort hatte Jürgens Heuschnupfen mit einer Eigenbluttherapie geheilt. Klingt nach Science Fiction. Blut abnehmen, irgendwie behandeln, zurückspritzen. Ich war so verzweifelt, dass ich es auch probierte. Und tatsächlich, es funktionierte wie ein Wunder. Einmal im Jahr hin, Blut abnehmen, eine Spritze und den ganzen Sommer Ruhe. Zu schön, um wahr zu sein. War es dann leider auch. Jahre später, nachdem ich wirklich etliche Male bei der Ärztin war, rief mich Jürgen an und erzählte mir von einem Betrug. Die Ärztin, Susanne Christ aus Neuenbeken, hatte heimlich Cortison ins Blut gemischt. Ohne Aufklärung, auch bei Kindern. Ein riesiger Skandal. Fokus, Welt, überall in den Nachrichten. Sie verlor ihre Zulassung und bekam eine Bewährungsstrafe. Danach stand ich wieder ohne Lösungsansatz da und startete in der Verzweiflung eine Hyposensibilisierung. Die konventionelle Behandlungsmethode bei Heuschnupfen der Medizin. Spritzen über Monate oder sogar Jahre. Am Anfang war es minimal besser, aber langfristig keine wirkliche Besserung. Das Verrückte, ein Arbeitskollege aus England, Andrew, damals ca. Mitte 50, warnte mich vor der Hyposensibilisierung. Er sagte, in 10 Jahren bekommst du Juckreiz an den Einstichstellen. So war es bei ihm nämlich auch, sagte er mir. Ich dachte, klar Andrew, quatsch du mal weiter. Aber genau so, wie Andrew mir berichtet hat, kam es dann auch bei mir. 10 Jahre später fingen beide Oberarme an zu jucken und das Problem besteht immer noch, wie du hier und auch hier ein bisschen sehen kannst. Zufall? Ich war damit bei 2 Dermatologen und beide haben abgewunken. Herr Mücke, das kann damit gar nichts zu tun haben. Als nächstes wurde mir ein Arzt aus dem Sauerland empfohlen. Sein Ansatz, gelinde gesagt, unkonventionell und vielleicht sogar etwas schräg. Er legte mir Ampullen in die Hand und versuchte dann, meinen anderen Arm nach unten zu drücken. Bei allergischen Substanzen konnte er angeblich weniger Widerstand spüren. Medizinisch brachte es nichts.
aber er gab mir etwas sehr viel Wertvolleres. Er empfahl mir das Buch Ernährung nach den 5 Elementen. Dieses Buch über traditionelle chinesische Medizin war der erste Schritt in die richtige Richtung. Es kategorisiert Lebensmittel nach kalt, kühl, neutral, warm und heiß. Nicht im Sinne der Temperatur, sondern der Wirkung auf den Körper. Zum Beispiel erhitzt Kaffee den Körper und Tee kühlt ihn ab. Anderes Beispiel. Zitrusfrüchte wachsen daher auch nur in warmen Regionen, da sie als kalt kategorisiert sind und den Körper entsprechend kühlen. Wie ich immer predige, die Natur hat alles perfekt vorbestimmt und wir Menschen haben den Algorithmus der Natur mit der Globalisierung durcheinandergebracht. Übrigens, in meinem Video, warum vegan oft ungleich gesund ist, erkläre ich genau, warum der blinde Glaube an pflanzliche Ernährung oft gegen die Natur arbeitet. Als ich dann die neu gelernte Erkenntnis der traditionell chinesischen Medizin mit meinem Ernährungstagebuch abglich, bingo. Ich hatte im Sommer immer dann krasse Beschwerden, wenn ich zu viele heiße Lebensmittel gegessen hatte. Ein Beispiel: Chili Cheeseburger bei Burger King plus Partynacht plus Alkohol. Am nächsten Tag Weltuntergang, kompletter Allergieanfall, entzündete Augen, Wasserfall. Ärzte, Tests, Tabletten, Spritzen, vieles davon also für die Katz. Aber endlich hatte ich einen echten Anhaltspunkt. Das war erst der Anfang meiner Entdeckungsreise. Was dann passierte, hat mein Leben noch mehr verändert. Das Buch Ernährung nach den 5 Elementen war der erste Lichtblick nach all dem Mist. Aber die komplette Lösung immer noch nicht. Ich habe sofort getestet. Im Sommer weg mit den heißen Sachen. Kein Chili, kein Alkohol, weniger Kaffee und zack, es wurde deutlich besser. Nicht komplett weg, aber die Nase lief nicht mehr wie ein Wasserfall, die Augen waren halbwegs okay. Endlich wieder atmen, ohne Drama. Die traditionell chinesische Medizin erklärt es so: Balance ist alles, Yin und Yang. Und das Geniale: Die Natur hat alles perfekt programmiert. Im Sommer sollst du kühlende Lebensmittel essen, im Winter wärmende. Klingt simpel und logisch, oder? Schau dir mal an, wo was wächst. Zitrusfrüchte, als kalt kategorisiert, wachsen in warmen Regionen, weil sie den Körper kühlen sollen. Deshalb sind Orangen und Zitronen im Winter bei uns eigentlich Quatsch und sogar kontraproduktiv, trotz Vitamin C. Sie kühlen deinen Körper, wenn er eigentlich Wärme braucht. Oder mein Lieblingsbeispiel: Araber trinken in der Wüste heißen Tee. Warum? Weil Tee trotz seiner heißen Temperatur eine kühlende Wirkung auf den Körper hat. Im Gegensatz zu Kaffee, der den Körper erhitzt. Hast du schon mal gemerkt, dass du im Sommer nach einer Tasse Kaffee oder scharfem Essen anfängst zu schwitzen? Genau das ist der Grund. Es sind heiße Lebensmittel, die deinen Körper zusätzlich aufheizen. Wichtig zu verstehen: Es geht nicht um die Temperatur des Essens, sondern um die Wirkung auf deinen Körper. Die Aussage ist regional und saisonal bekommt durch die traditionell chinesische Medizin eine völlig neue Bedeutung, oder? Es ist nicht nur Ökogelaber, es ist verdammt logisch. Die Natur hat es perfekt programmiert und wir haben es durch die Globalisierung und Profitgier der Industrie komplett zerstört. Aber Achtung, die traditionell chinesische Medizin war nicht das Ende der Geschichte. Besser auf jeden Fall, aber immer noch Beschwerden. In den schlimmsten Phasen habe ich bis zum Jahr 2023 sogar Prednisolon genommen, Cortison, obwohl ich Tabletten wirklich verabscheue. Plus, mein Darm war wirklich ein Chaos. Durchfall, Blähungen, total verrückt. Damals dachte ich, das wäre ein separates Problem. Aber heute weiß ich, Allergien und Darm sind ganz eng verzahnt. Die Wissenschaft bestätigt, dass ein gestörtes Darmmikrobiom Allergien verstärken kann. Ich war also auf dem richtigen Weg, aber noch nicht am Ziel. Die traditionell chinesische Medizin hat mir gezeigt, dass Ernährung der Schlüssel sein könnte. Aber ich brauchte noch einen radikaleren Ansatz. Und dann kam das Jahr 2024, der absolute Knaller. Erstes Jahr komplett ohne Medikamente durch die Pollensaison. Kein Cortison, keine Tabletten, fast keine Symptome. Ich hatte noch ein bisschen rote Augen mal zwischendurch, ein bisschen Juckreiz, aber es war wirklich nichts gegen früher verglichen. Wie habe ich das geschafft? Ich habe nicht nur rumgedoktert, ich habe meine Ernährung komplett revolutioniert. Was ich jetzt erzähle, wird dich umhauen. In den letzten 3 Jahren habe ich meine Ernährung immer weiter optimiert, bis ich in 2024 gar keine Allergiesymptome mehr hatte, beziehungsweise wirklich, wie gerade erwähnt, nur minimal. Endlich frei. Keine Tabletten, kein Cortison, fast keine Symptome, während Big Pharma weiter Milliarden mit Allergiemedikamenten scheffelt, die nur Symptome unterdrücken, statt das Problem zu lösen. Mein Geheimnis: Ich habe die Ernährung nicht nur angepasst, ich habe sie radikal umgekrempelt. Konsequent und ohne Rumgeeiere. Mein erster Move: nur 2 Mahlzeiten am Tag. Punkt. Kein Naschen, keine Snacks.
16 Stunden am Tag absolut nichts essen. Intervallfasten. Wenn du mehr über Intervallfasten wissen möchtest, schau dir mein Video zum Thema Frühstück an. Da erkläre ich, warum das Märchen von der angeblich wichtigsten Mahlzeit nur eine Lüge der Big Food-Industrie ist. Zweitens, Low Carb, also wenig Kohlenhydrate, viel Fett und viel Protein. Getreide komplett gestrichen. Kein Brot, keine Nudeln, kein Müsli mehr. In meinem Video Die 5 schlimmsten Lebensmittel für das Herz zeige ich, warum viele vermeintlich gesunde Kohlenhydrate deinen Körper schädigen. Kartoffeln oder Reis, wenn überhaupt, dann wenig und nur vor sportlicher Aktivität. Stattdessen viel tierische Produkte wie Fleisch, Fisch, Eier, Käse, kombiniert mit gesundem Gemüse. Das ist jetzt meine Basis. Drittens, und das ist vielleicht das Wichtigste, 100% natürliche Ernährung. Meine Regeln sind simpel. Kenne ich eine Zutat auf der Verpackung nicht? Weg damit. Gab es das Lebensmittel vor 200 Jahren nicht, beziehungsweise die Zutaten? Tschüss. Extrem? Definitiv. Aber die Ergebnisse sind der absolute Wahnsinn. Allergie? Weg. Verdauungsprobleme? Komplett verschwunden. Kein Durchfall, keine Blähungen mehr. Energie? Durch die Decke. Die Müdigkeit nach dem Essen ist Geschichte. Übrigens, wenn du sehen möchtest, was diese Ernährung für den Körper tun kann, schau dir das Video Ernährung für ein Sixpack an. Mit 45 bin ich fitter, als ich es mit 30 war. Und das soll funktionieren, fragst du dich jetzt bestimmt? Bei mir hat es funktioniert. Und heute hat zufällig jemand in die Kommentare des Sixpack-Videos reingeschrieben, dass sein Kind auch keine Allergie hat, nachdem die Ernährung entsprechend dem, was ich mehr oder weniger beschreibe, umgestellt wurde. Die Wissenschaft gibt aber klare Hinweise, warum das funktionieren kann. Punkt 1. Intervallfasten reduziert Entzündungen im Körper massiv. Und was ist eine Allergie? Eine überschießende Entzündungsreaktion. Low Carb hält den Insulinspiegel stabil. Hohe Insulinwerte fördern Entzündungen. Niedrigere Insulinwerte reduzieren sie. Der Verzicht auf verarbeitete Lebensmittel eliminiert tausende künstliche Zusatzstoffe, die unser Immunsystem komplett verwirren können. Gibt es eine Studie, die sagt, Low Carb heilt Heuschnupfen? Nein. Aber die Entzündungsforschung passt wie die Faust aufs Auge. Und ich bin der lebende Beweis. Nach über 20 Jahren Allergiehölle bin ich endlich frei. Ohne Pillen, nur durch Ernährung. Aber Achtung, das ist kein schneller Fix. Es hat Monate bzw. sogar Jahre gedauert, bis mein Körper sich umgestellt hat. Auf Brot, Pasta, Zucker und den ganzen anderen Verführungen der Big Food Industrie zu verzichten, nicht einfach. Aber die Freiheit, im Sommer rauszugehen, ohne zu leiden, ohne Tabletten, absolut unbezahlbar. Es geht hier immerhin um deine Gesundheit, dein kostbarstes Gut. Und hier noch eine Weisheit, die ich kürzlich aufgeschnappt habe. Wenn man gesund ist, hat man 1000 Probleme. Wenn man krank wird, hat man nur noch ein Problem. Meine radikale Ernährungsumstellung mit Low Carb und 2 Mahlzeiten war der absolute Gamechanger für mich. Natürlich kombiniert mit der traditionell chinesischen Medizin. Das allein hat meine Allergie komplett gekillt. Aber für dich habe ich noch mehr recherchiert. Ich habe die 10 erfolgreichsten YouTube-Videos zu Heuschnupfen analysiert und die besten Zusatztipps für die Community extrahiert. Die mir sinnvoll erscheinen und in fast allen Videos genannt wurden. Erstens Quercetin, ein natürlicher Antihistamin-Booster. Steckt zum Beispiel in roten Zwiebeln und Äpfeln. Wissenschaftlich bestätigt, blockiert Histamin und reduziert Entzündungen. Der Tipp aus den Videos: täglich 1 bis 2 rohe rote Zwiebeln in Salaten und 2 Äpfel mit Schale. Auch Kapern und Dill sind Quercetinbomben. Zweitens Vitamin C, nicht nur für Erkältungen, passt auch zu der traditionell chinesischen Medizin. Senkt nachweislich den Histaminspiegel im Blut. Die Videos empfehlen täglich 2 Paprika, 1 Orange und etwas Brokkoli für 700 bis 1000 Milligramm. Mehr als genug. Drittens lokale Bienenpollen. Klingt crazy, aber viele schwören darauf als natürliche Immuntherapie. Der Tipp: mit 2 bis 3 Körnchen anfangen und langsam auf 1 bis 2 Teelöffel täglich steigern. Wichtig: im Winter starten, nicht wenn schon überall blüht. Jetzt zum Release des Videos sind wir ein bisschen spät dran, aber besser spät als nie. Viertens Vitamin D, der Immunregulator. Es gibt einen klaren Zusammenhang zwischen Vitamin D-Mangel und Allergien. Die Videos empfehlen 15 bis 20 Minuten Sonne täglich auf Gesicht und Arme plus 2-mal pro Woche fetter Fisch wie Lachs oder Makrele. Man kann Vitamin D natürlich auch supplementieren. Fünftens Zink. Oft unterschätzt, aber entscheidend für ein gesundes Immunsystem. Reduziert Entzündungen und Histamin. Der Tipp: täglich 50 Gramm Kürbiskerne, 100 Gramm Rindfleisch oder 200 Gramm Haferflocken für 15 bis 20 Milligramm Zink. Bei den Haferflocken bin ich skeptisch wegen der Kohlenhydrate, daher lieber Kürbiskerne oder Rindfleisch.
Sechstens, Brennnessel, der Allergieklassiker in vielen Videos. Hemmt Entzündungen und Histamin. Die Empfehlung, frische Brennnesselblätter wie Spinat kochen oder 2 bis 3 Tassen Brennnesseltee täglich trinken. Siebtens, Schwarzkümmel hat starke antihistaminische und entzündungshemmende Eigenschaften. Der Tipp, 1 bis 2 Teelöffel frisch mahlen und in Joghurt oder Honig mischen. Und nicht zuletzt, Lebergesundheit fördern. Die Leber baut Histamin ab. Ist sie überlastet, steigt der Histaminspiegel. Die Videos empfehlen viel Gemüse wie Brokkoli, Spinat und Artischocken und Alkohol und Junkfood vermeiden, aber das sollte klar sein. Ehrlich gesagt, ich selbst habe die Zusatztipps nicht ausprobiert, sondern nur aus den Videos extrahiert, da meine Low-Carb-Strategie mit 2 Mahlzeiten so brutal effektiv ist, zumindest für mich. Aber für dich könnte es interessant sein, diese Dinge auszuprobieren. Besonders, wenn du nicht gleich deine komplette Ernährung umkrempeln möchtest. Diese Strategien allein reichen wahrscheinlich nicht aus, aber sie könnten deine Symptome lindern oder als Ergänzung zu meinem Hauptansatz dienen. Jeder Körper ist anders. Was bei mir funktioniert, muss nicht bei jedem klappen. Experimentiere, finde deinen eigenen Mix und höre immer auf deinen Körper. Die Freiheit, die ich jetzt spüre, ist unbeschreiblich. Für alle, die noch tiefer einsteigen wollen, hier meine Top-Buchempfehlungen. 1. Ernährung nach den 5 Elementen von Barbara Temeli. Mein Einstieg in die traditionell chinesische Medizin, ein absoluter Gamechanger und mein erster Schritt in die richtige Richtung. 2. Getreidefrei leben von Dr. Williams Davis. Erklärt, wie Getreide Entzündungen und Autoimmunreaktionen fördert. Der Autor zeigt, wie Weizen und andere Getreide unser Immunsystem durcheinander bringen. 3. Keto-Kompass, perfekter Einstieg in die ketogene Ernährung mit wissenschaftlichem Hintergrund. Hier lernst du, wie du deinen Stoffwechsel von Zucker auf Fettverbrennung umstellst. 4. Der Selbstheilungsnerv von Dr. Stanley Rosenberg zeigt die Verbindung zwischen Vagusnerv, Immunsystem und chronischen Erkrankungen. Faszinierend, wie unser Nervensystem Entzündungen steuern kann. 5. Die Autoimmunlösung von Amy Myers, speziell für alle mit Allergien und Autoimmunproblemen. Die Autorin erklärt, wie Nahrungsmittel Autoimmunreaktionen auslösen oder stoppen können. Die Links zu allen Büchern findet ihr unten unter dem Video in der Videobeschreibung. Diese Bücher haben mir geholfen, die Zusammenhänge zu verstehen und meinen eigenen Weg zu finden. Sie können auch für dich der Schlüssel sein. Das war meine Geschichte von 20 Jahren Allergiehölle zur kompletten Freiheit. Ohne Tabletten, ohne Sprays, ohne Cortison, ohne Antihistaminika. Big Pharma hasst diesen Trick. Eine Lösung, die nichts kostet, außer etwas Disziplin. Die Lösung ist eine radikale Ernährungsumstellung und die Weisheit der traditionellen chinesischen Medizin. Hier nochmal die Kernpunkte zusammengefasst. 2 Mahlzeiten am Tag, keine Snacks. Mindestens 16 Stunden ohne Nahrungsaufnahme pro Tag. Zum Beispiel Mittagessen 12:30 Uhr und Abendessen um 18:30 Uhr. So bleiben dir mehr als 16 Stunden zwischen Abendessen und Mittagessen am nächsten Tag. So mache ich es, aber du musst das natürlich in deinen Alltag integrieren. Wenn du vielleicht Schichtarbeit hast oder so etwas, funktioniert es nicht ganz so einfach, aber du kannst ja trotzdem 2 Zeitfenster definieren. Dann Low Carb, also wenig Kohlenhydrate. Kein Getreide, wenig Kohlenhydrate und wenn, dann am besten vor körperlicher Aktivität. 100% natürliche Lebensmittel. Wenn es die Zutaten nicht schon vor 200 Jahren gab, Finger weg. Wenn du eine Zutat nicht kennst, Finger weg. Und zu guter Letzt die Prinzipien der traditionell chinesischen Medizin beachten. Besonders im Sommer keine heißen Lebensmittel und auf kalte Lebensmittel setzen. Unser Körper strebt nach Balance. Im Sommer keine zusätzliche Hitze durch scharfes Essen, Alkohol oder Kaffee. Das war der erste Schlüssel in meinem Fall. Kombiniert mit meiner Low-Carb-Strategie war es der Durchbruch. Hat es mein Leben verändert? Absolut. War es einfach? Nein. Ist es jeden Tag wert? Ohne Zweifel. Und hier kommt meine Überzeugung. Ich bin mir sicher, dass die meisten unserer modernen Zivilisationskrankheiten, Allergien, Diabetes, Autoimmunerkrankungen, hoher Blutdruck, Herz-Kreislauf-Erkrankungen etc. hausgemacht sind. Verursacht durch unsere unnatürliche Ernährung und Lebensweise. Und ich bin davon überzeugt, dass viele davon mit einer Ernährungsstrategie umkehrbar sind. Nicht nur Allergien. Ich weiß, dieser Ansatz ist radikal. Vielleicht zu radikal für dich, aber vielleicht leidest du auch so sehr wie ich damals und bist bereit, alles zu versuchen. Dann gib diesem Ansatz eine Chance. Nicht für einen Tag oder eine Woche, sondern wirklich für 3 Monate. Dein Körper braucht Zeit, um sich umzustellen. Und wenn du es versuchst, beziehungsweise bereits ähnliche Erfahrungen gemacht hast, lass mich es bitte in den Videokommentaren wissen.
Teile das Video gerne mit Freunden oder Familie, die unter Allergien oder anderen Autoimmunerkrankungen leiden. Vielleicht kannst du jemandem wirklich damit helfen, der genauso verzweifelt ist, wie ich es war. Falls du Fragen hast, stell sie unten gerne in die Kommentare. Ich versuche, so viele wie möglich zu beantworten. Bisher habe ich alle beantwortet. Und wenn du mehr Videos zu Gesundheit, Ernährung und einem natürlichen Lebensstil sehen willst, abonniere gerne meinen Kanal, lass einen Daumen da und aktiviere die Glocke. Denk dran, dein Körper ist keine Maschine, die man mit Tabletten reparieren kann. Er ist ein komplexes System, das im Einklang mit der Natur leben will. Die traditionell chinesische Medizin wusste das schon vor Tausenden von Jahren. Und heute bestätigt die moderne Wissenschaft vieles davon. Gib deinem Körper, was er wirklich braucht, und er wird dir mit Gesundheit danken. Bis zum nächsten Mal. Bleib gesund und natürlich. Einfach machen, durchziehen, keine Ausreden. Peace out.